Ja, die Rennwoche ist natürlich immer was Besonderes, weil die Nervosität steigt und man ja einfach so die letzten Vorbereitungen macht, um dann an seinem Event, an dem Wettkampf maximal gut performen zu können. Und ich mache natürlich verschiedene Sachen der Vorbereitung, einmal mein Material betreffend, dann meine Trainingseinheiten betreffend und natürlich auch meine Ernährung. All das macht am Ende dann zusammen für mich, wenn das alles gut vorbereitet ist und gut funktioniert, kann ich einfach gut performen. Und im Puncto Ernährung würde ich sagen, ist für mich alles normal bis ungefähr 3 Tage vor dem Wettkampf. Und ich unterscheide auch noch mal ein bisschen, ob ich einen Ironman, also eine Langdistanz mache oder ein kürzeres Rennen über eine Kurz- oder Mitteldistanz. Und wenn wir jetzt mal die Langdistanz nehmen, weil es da einfach ein bisschen am speziellsten ist, dann ist es so, dass ich 3 bis 2 Tage vor dem Rennen anfange, meine Basisernährung umzustellen und eben auch einen Zusatz noch mache, dass ich quasi wie so ein Carboloading starte. In meiner Basisernährung stelle ich das so um, dass ich versuche, Ballaststoffe zu reduzieren. Also das heißt, eigentlich Sachen, die ich sehr gerne esse, wie Gemüse, Vollkornprodukte und so, die einfach viel Ballaststoffe haben auch, die versuche ich tatsächlich so gut wie es geht zu minimieren, rauszunehmen. Da greife ich wirklich nur noch auf Sachen zurück, die sehr wenig Ballaststoffe haben. Das wären zum Beispiel Zucchini, Gurke, Tomate, einfach Lebensmittel, die viel Wasser haben, aber wenig Ballaststoffe. Ansonsten fahre ich die Kohlenhydrate hoch und da greife ich eher auf einfache Kohlenhydratquellen zurück. Das heißt Reis, Nudeln, auch Quinoa ist zum Beispiel ein Produkt, was ich gerne esse. Und dazu, ich bin Vegetarierin, natürlich auch noch Proteine und Fette. Bei den Proteinen versuche ich auch einfach Sachen zu essen, wo ich weiß, dass mein Magen-Darm-Trakt die gut verdauen kann. Bei mir ist das beispielsweise Tofu, ein bisschen Feta, Eier. Und bei den Fetten versuche ich auch jetzt, also da einfach einen normalen Umgang mit zu haben, weder viel noch irgendwie komplett rausnehmen. Und da sind die Quellen, auf die ich gerne zurückgreife, einfach Öle, Avocado, also Olivenöl, Avocado. Zu meiner Basisernährung, die ich so ein bisschen versuche anzupassen, nehme ich noch zusätzlich von Ministry das R8, was eigentlich ein Recovery Shake ist, was aber einen hohen Kohlenhydratanteil hat. Auch ab 2 Tage vor dem Rennen 2 Shakes pro Tag, um einfach meine Kohlenhydratspeicher noch zusätzlich zu füllen. Ich greife da auf das Produkt zurück, weil es zum einen Kohlenhydrate liefert, aber auch noch ein paar Aminosäuren, die ich gut gebrauchen kann. Und weil es einfach nicht noch ein zusätzlicher Ballast im Sinn von echten Nahrungsmitteln ist, sondern einfach flüssig und ich das Gefühl habe, dass mir das extrem gut tut. Ich quasi auch nochmal durch die Aminosäuren so ein bisschen die letzte Regeneration booste und eben zusätzlich nochmal on top die Kohlenhydrate einspeichern kann. Wenn Sonntag jetzt das Rennen ist, ist es zum Beispiel am Samstag so, dass ich das Shake gerne nach meinen Vorbelastungseinheiten zu mir nehme. Also wenn wir mal kurz den Tag so durchgehen, bei mir wäre das so, dass ich ein kleines Frühstück esse, also zum Beispiel ein Porridge, nur noch mit ein bisschen Protein, Mandelmus und dann mache ich meine erste Einheit, zum Beispiel einen kleinen Lauf. Danach trinke ich direkt das Shake, was auch bei mir jetzt ungefähr nochmal 60 Gramm Kohlenhydrate liefert mit den Aminosäuren. Dann könnte es sein, dass ich eine kleine Vorbelastung auf dem Rad fahre. Danach esse ich zu Mittag. Dann ist meistens ja Check-in und da nehme ich mir das zum Beispiel auch nochmal mit, also dass ich das zweite Shake dann einfach nochmal wie so eine Art Snack-Zusatzmahlzeit bei mir habe, falls ich irgendwo ein bisschen Wartezeit oder so überbrücken muss. Meistens dauert ja doch dann alles immer länger, als man denkt und dann ist es quasi am Mittag nochmal ganz gut platziert und dann abends eben noch Abendessen, das noch reinschaufeln, was noch geht. Und genau, das wäre im Endeffekt der Tag vor dem Wettkampf bei mir. Ja, Renntag beginnt beim Langdistanz natürlich meistens sehr früh am Morgen.
Da ist so, dass ich wirklich mit einem normalen Frühstück starte. Ungefähr 3 Stunden vor dem Wettkampf ist bei mir eigentlich dann so wie immer ein kleiner Porridge, nur ich lasse halt irgendwie Obst und so weg. Vielleicht ein bisschen Banane, wenn mir danach ist. Tatsächlich auch Kaffee, was ich normal sehr gerne trinke, ist so, dass ich schon mehrfach versucht habe, einen zu trinken, aber ich es einfach nicht hinbekomme, weil ich halt schon so on fire bin, dass ich denke, das brauche ich da gerade nicht. Und dann geht es eigentlich schon los für mich mit den Ministry-Produkten, die mich dann über den gesamten Tag begleiten im Endeffekt. Also ich starte mit ungefähr 60 Gramm Kohlenhydraten in einer Flasche ab 1 Stunde vor Rennstart. Die konsumiere ich nochmal, da nehme ich zum Beispiel gerne das Power Carb. Dann trinke ich das wirklich nochmal so als letzte Hydrierung und eben auch nochmal Kohlenhydratversorgung bis kurz vor Rennstart. Dann schwimmen, kann ich natürlich nichts zu mir nehmen, aber über das gesamte Rennen verpflege ich mich mit dem Race Carb. Das fülle ich mir mit einer Waage vor dem Rennen in Flaschen, beim Radfahren eben in meine Aeroflasche, und wenn noch ein bisschen Platz ist, dann vermische ich das noch mit Wasser, schüttel es gut durch, dann stelle ich damit auch sicher, dass ich wirklich alles auch rausbekomme. Ja, dazu nehme ich einfach von den Verpflegungsstellen nur Wasser zum Trinken, zum Kühlen. Meistens ist das Ritual so ein guter Schluck aus der Race Carb Flasche und danach nochmal Wasser, damit ich einfach auch ein gutes Mischverhältnis hinbekomme, dass es meinen Magen-Darm-Trakt einfach die Kohlenhydrate auch gut aufnehmen kann und ihn nicht belastet. Und ja, ich versuche eigentlich mit, sage ich mal, relativ gut gefüllten Speichern dann auch vom Rad zu steigen. Und beim Laufen greife ich auch wieder auf Race Carb zurück. Mache mir das in so kleine Laufflaschen. Auch jetzt, wenn ich einen Marathon vor mir habe, habe ich 2 Flaschen. Eine Flasche ist ein Halbmarathon und alles, was noch an Platz wieder drin ist, fülle ich mit Wasser wieder auf, und um es gut zu schütteln, damit es einfach ein bisschen flüssiger wird. Genau, und da ist das gleiche Prozedere, ist eigentlich echt ziemlich easy und funktioniert halt richtig gut. Vor den Verpflegungsstellen immer einen Schluck aus der Flasche wieder hinten in den Anzug oder woanders rein, wo ihr eine Staumöglichkeit habt, und dann an der Verpflegungsstelle einfach auf Wasser zurückgreifen. Manchmal ist es so, dass ich gegen Ende vom Rennen dann zum Beispiel auch nochmal auf einen Becher mit Cola zurückgreife, einfach wenn ich Bock habe auf irgendwie mal ein bisschen anderen Geschmack oder auch einfach nochmal, um so einen kleinen Koffeinkick zu kriegen. Und ja, so einfach ist bei mir im Endeffekt die Verpflegung im Wettkampf. Wichtig ist vielleicht noch zu erwähnen, dass ich diese Form der Verpflegung wirklich auch in meinen Trainingseinheiten über mehrere Monate auch trainiere. Einfach die Mengen an Kohlenhydrate, auf die ich da zurückgreife, da muss man einfach das Magen-Darm-System drauf vorbereiten, und ich mache das einfach super gern in intensiven Trainingseinheiten beim Schwimmen, Radfahren und Laufen, dass ich mir eben auch Race Carb oder Gels mitnehme und auch versuche, in die Richtung von den Kohlenhydratmengen, die ich halt im Rennen konsumieren möchte, dann auch dahin zu kommen. Da habe ich einfach das Gefühl, dass mein Körper auch super gut darauf schon wie konditioniert ist, dass er einfach weiß, okay, heute geht's Race Carb, dann geht's ab. Und ja, wenn ich dann im Ziel bin, ist natürlich auch der Magen-Darm-Trakt ein bisschen gebeutelt nach so einem Rennen, und dann muss ich einfach schauen, wonach mir ist. Aber im Idealfall würde ich natürlich direkt einen Recovery Shake auch noch zu mir nehmen, was mein Support-Team einfach für mich schon da hat. Also auch das bereite ich vor. Bei mir wäre das eigentlich präferiert dann wieder das R8. Und wenn ich keinen Shake habe, dann habe ich auf jeden Fall auch noch Proteinriegel dabei. Meistens muss ich doch irgendwie so eine Stunde vergehen lassen, bis ich das zu mir nehmen kann. Aber habe ich auf jeden Fall immer so im Hinterkopf, dass ich einfach damit meine Regeneration halt nochmal beschleunigen kann. Wenn ihr mehr zum Thema Ernährung und Verpflegung in der Race Week erfahren möchtet, dann schaut gerne bei den Kanälen von Ministry vorbei. Da bekommt ihr diese Woche super viele Infos, nicht nur von mir, sondern auch von meinen Profikollegen Florian Angert, Mika Noth und Rico Bogen. Also schaut bei Ministry vorbei, um nichts zu verpassen.